der hier in dieses Land flüchtet. Nichtsdestotrotz sagen zum Beispiel viele Hauptgeschäftsführer von Wirtschaftsverbänden, gerade in AfD-Hochburgen ist es wahnsinnig schwer, auch besonders qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, weil sie eben eine feindselige Stimmung wahrnehmen. Also nein, das ist natürlich völliger Blödsinn. Sagen offenbar gerade nicht so. Also es gibt ja jetzt die ich finde es sehr interessant im Übrigen. Ich konnte eben der Frau Dröge lauschen. Sie wurde nicht einmal unterbrochen. Wenn Sie mir eine Frage stellen, dann würde ich gerne darauf antworten, weil wir haben hier Missstände in diesem Land. Und darum gibt der Herr Merz ja auch heute eine Regierungserklärung ab. Hey Leute, willkommen in der Realität. Kaum stellt Alice Weidel die Moderatorin zur Rede, zack, ist das Interview vorbei. Kein technisches Problem, kein Sendeschluss, einfach abgeschalten. Und warum? Weil Weidel ganz offen anspricht, wie ungleich die AfD im ZDF behandelt wird. Während Frau Dröge ausreden darf, wird Weidel permanent unterbrochen. Und als sie das zur Sprache bringt, ist plötzlich Schluss. Was das ZDF sich da geleistet hat, ist eine absolute Frechheit. Doch genau damit zeigt Alice Weidel, die AfD lässt sich dieses Spielchen nicht mehr gefallen. Auf geht's! Und einer der ersten großen Streitpunkte dieser neuen Regierung ist zugleich einer, der die alte Ampelregierung eben auch sehr beschäftigt hat. Sie scheiterte ja, bevor sie ein neues Rentenpaket verabschieden konnte. Die neue Arbeitsministerin Bärbel Baas dachte am Wochenende schon mal laut und öffentlich über ein neues System bei der Rente nach. Beamte, Selbstständige und Abgeordnete sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Da gab es viele Gegenstimmen und wir holen uns jetzt eine ab mit der Oppositionsführerin, der AfD-Parteichefin Alice Weidel. Sie ist heute Morgen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Frau Lemke. Also, dass auch die Abgeordneten sich an der gesetzlichen Rentenversicherung beteiligen sollen, das kommt einem ja irgendwie bekannt vor aus Ihrem Parteiprogramm. Also nehme ich an, Sie finden, das ist ein guter Vorschlag. Ja, das ist richtig. Das ist das, was wir seit 2014 fordern, dass alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen, um demografische Schiefen verhindern zu können. Und das kann nicht sein, dass ein Abgeordneter, der 4 Jahre im Bundestag ist, genauso viel Pensionen erhält wie jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat. Und dementsprechend müssen alle einzahlen, um die gesetzliche Rentenversicherung abzusichern. Der ganz große Wurf ist das dann ja aber doch noch nicht. Ist ja eine begrenzte Personenzahl. Sie fordern ja auch, ähnlich dem Vorschlag von Baas, dass es eben nicht mehr so viele Verbeamtungen geben soll und die dann eben auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das erscheint einem aber doch irgendwie erstaunlich, weil jetzt ja schon sehr viele Menschen sich gar nicht für den öffentlichen Dienst entscheiden. Wie soll der denn attraktiv werden, wenn es diese hohen Pensionsansprüche nicht mehr gibt? Das ist interessant, dass Sie genau diese Fragestellung hier aufwerfen, und das zeigt die Fehlanreize auf. Wir müssen grundsätzlich mit der gesamten Bürokratie und mit der Beamtenschaft aufräumen. Wir brauchen überhaupt gar nicht so viele Beamte, denn die müssen auch bezahlt werden, letztendlich vom Steuerzahler und von den Unternehmen. Und dementsprechend müssen wir das abbauen. Wir müssen wirklich mit einem eisernen Besen durch die Ministerien gehen und diesen gesamten Filz abbauen, der viel zu teuer geworden ist. Denn der Staatssektor ist ein Sektor, der keine Wertschöpfung hat. Er wird alimentiert von Steuergeldern und dementsprechend muss mit Steuergeldern sparsam umgegangen werden und nicht irgendwelche Leute dort alimentiert werden, die keine Berufsausbildung haben und keine akademische Ausbildung haben. Und dementsprechend sollten genau diese Leute einem vernünftigen Job zugeführt werden und mal einen vernünftigen Lohnzettel sehen, dass sie sich in die Lage der Arbeitnehmer in Deutschland hineinversetzen können. Trotzdem, auch die Beamten machen, glaube ich, 2 Millionen Arbeitnehmer aus. Also das ist auch noch nicht so eine richtige Strukturreform. Brauchen Sie alles nicht. Okay, als Fernziel haben Sie ausgegeben, 70% des letzten Nettogehalts soll die Rentenhöhe betragen. Also jetzt sind es, glaube ich, knapp 50. Wie soll sich das rechnen, wenn jetzt schon aus dem Staatshaushalt so viel zugebuttert werden muss? Ja, aus dem Staatshaushalt wird deshalb so viel zugebuttert, weil die Empfänger nicht alle einzahlen. Wir haben
viele Menschen, die über die Grenzen illegal zu uns gekommen sind, die Ansprüche auf Sozialleistungen haben. Und dazu gehört eben auch die Rentenversicherung. Dadurch ist eine Schiefe entstanden. Ich persönlich fordere seit vielen Jahren einen Ausgleichsfonds der gesetzlichen Rentenversicherung. Auch das wurde nie umgesetzt. Und das ist eine zusätzliche Kapitaldeckung zu einer Umlagefinanzierung nebst der zweiten und dritten Säule, also der betrieblichen und auch der privaten Vorsorge, die eben auch mit ausgebaut werden sollte. Muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass nur wer eins halt auch wirklich Rente bekommt? Richtig. Ja, also ist aber nicht so. Die Leute zahlen ja alle nicht ein, die zu uns gekommen sind, kriegen trotzdem Rentenzahlung und Bürgergeld. Das ist letztendlich ein Sozialsystem. In der Grundsicherung, das können okay. Sie nicht separieren. Und ganz schlimm ist es um die Krankenversicherung bestellt. Auch hier zahlt der Beitragszahler. Die Rückstellungen wurden alle schon aufgelöst. Und der Steuerzahler muss das letztendlich alimentieren. Und zwar Menschen millionenfach, die im Bürgergeld sind. Mehr als die Hälfte ausländische Staatsbürger, die nie eingezahlt haben und diese Leistung erhalten. Das geht alles nicht auf. Nee, die Wirtschaftsinstitute sehen es genau andersrum. Die sagen, wir brauchen Zuwanderung. Und zwar ganz besonders Qualifizierte, aber auch für einfachere Berufe. In der Pflege beispielsweise ist jede 4. Pflegekraft mittlerweile hat ausländische Wurzeln. Also ja, jeder ist willkommen, der hier arbeitet. Aber was wir begrenzen müssen, ist der Zuzug in unsere Sozialsysteme. Warum wir Sach- statt Geldleistung fordern. Niemand sollte mehr Anspruch auf Geldleistung haben, der hier in dieses Land flüchtet. Nichtsdestotrotz sagen zum Beispiel viele Hauptgeschäftsführer von Wirtschaftsverbänden, gerade in AfD-Hochburgen ist es wahnsinnig schwer, auch besonders qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, weil sie eben eine feindselige Stimmung wahrnehmen. Also nein, das ist natürlich völliger Blödsinn. Sagen mehr als die Hälfte der Ja, die haben teilweise ein CDU-Parteibuch, SPD-Parteibuch. Schauen sich die Hochburgen der CDU an. Wir haben rechtsfreie Räume in Berlin, wir haben in den nordrhein-westfälischen Großstädten rechtsfreie Räume. Und das ist alles CDU regiert. Man sollte einfach mal aufräumen mit diesen ganzen Mythen und ganz genau beleuchten, für was die CDU eigentlich verantwortlich ist. Wir haben eine Erosion der inneren Sicherheit. Wir haben immer noch nach 10 Jahren offene Grenzen. Also das, was an den Grenzen gemacht wird, ist ein Nullum. Das ist ja offenbar gerade nicht so. Temporär. Also es gibt ja jetzt die ich finde es sehr interessant im Übrigen. Ich konnte eben der Frau Dröge lauschen. Sie wurde nicht einmal unterbrochen. Wenn Sie mir eine Frage stellen, dann würde ich gerne darauf antworten, weil wir haben hier Missstände in diesem Land. Und darum gibt der Herr Merz ja auch heute eine Regierungserklärung ab. Und da muss er hoffentlich erst mal erklären, warum er alle Wahlversprechen abgeräumt hat. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, alle sehr daran interessiert an einer Rentenreform. Genau darüber wollte ich heute mit Ihnen sprechen. Vielen Dank an die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Lemke. Was das ZDF und Frau Lehmann hier abzieht, ist einfach nur peinlich. Kaum bekommt die Moderatorin eine sachliche, aber direkte Rückmeldung von Alice Weidel. Wird nicht etwa diskutiert, es wird geblockt. Zack, Interview zu Ende, Kamera aus, Gespräch abgewürgt. So sieht's aus, wenn beim ZDF mal nicht alles nach Drehbuch läuft. Zart beseitet wie Wattebäusche. Aber vorher munter unterbrechen und provozieren. Frau Weidel sagt nur die Wahrheit. Während Frau Dröge ganz entspannt antworten durfte, wurde sie permanent ins Wort gedrängt. Und anstatt darauf einzugehen, kommt der große Medienbeleidigt-Modus. Kritikfähig, Fehlanzeige. Das zeigt mal wieder, beim ZDF darf alles gesagt werden, solange es nicht von der AfD kommt. Und genau deshalb gehört die Zwangsgebühr abgeschafft. Ein Sender, der sich aus Steuergeldern finanziert und dann missliebige Meinung einfach abschaltet, hat in einer Demokratie keinen Platz als öffentlich-rechtlich. Wenn du auch findest, dass man mit 18 € im Monat nicht für politische Zensur bezahlen sollte, dann lass ein Like da, abonnier den Kanal und schreib in die Kommentare, was du vom ZDF hältst. Teile dieses Video, damit es nicht wieder untergeht wie alles, was unbequem ist. Und wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann das gerne tun. Per Superthanks oder PayPal. Der Link ist unten in der Beschreibung. Denn das hier ist kein Journalismus, das ist eine Inszenierung und wir lassen uns nicht mehr abschalten. Bis zum nächsten Mal.